Illegaler Holzeinschlag und der damit verbundene Handel ist ein weltweites Problem, das Anlass zu großer Sorge gibt. Er bedroht die Wälder und die biologische Vielfalt und untergräbt die nachhaltige Waldbewirtschaftung und Entwicklung. Im Projekt DESIRA erforschen wir, welche Rolle Digitalisierung für die Rückverfolgbarkeit von Rundholz spielen kann. Dazu ist es notwendig, die bestehenden Rahmenbedingungen zu kennen. Die 2013 in Kraft getretene EU-Holzhandelsverordnung, EUTR, zielt darauf ab, die verheerenden Auswirkungen des illegalen Holzhandels zu verringern. Sie verbietet das Inverkehrbringen von illegal geschlagenem Holz oder daraus hergestellten Erzeugnissen in der EU. Händler, die zum ersten Mal Holz oder Holzerzeugnisse auf dem EU-Markt in Verkehr bringen, müssen die EUTR mit der gebotenen Sorgfalt umsetzen. Sie müssen das Risiko, dass das Holz illegal geschlagen wurde oder dass die Holzerzeugnisse solches Holz enthalten, auf ein Minimum reduzieren. Um das Risiko zu minimieren, dass Produkte illegales Holz enthalten, sind Marktteilnehmer und Händler verpflichtet, eine Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Diese umfasst 3 Schlüsselelemente: Erstens, Information, zweitens, Risikobewertung, drittens, Risikominderung. Die Marktteilnehmer müssen Informationen zu Holz und Holzerzeugnissen wie etwa das Ursprungsland, die Holzart und die Quantität vorweisen können. Außerdem sind Informationen über die Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften erforderlich, die die Grundlage für die Definition des illegalen Holzeinschlags bilden. Auf Basis dieser Informationen muss der Marktteilnehmer das Risiko bewerten, ob sich illegales Holz in seiner Lieferkette befindet. Er gibt die Bewertung, dass ein Risiko für illegales Holz in der Lieferkette besteht, kann entweder die Einfuhr gestoppt oder das Risiko gemindert werden, indem zum Beispiel zusätzliche Informationen und Nachweise vom Lieferanten verlangt werden, unabhängige Prüfsysteme oder unabhängige Audits eingesetzt werden oder eine Holzarten- und Isotopenanalyse durchgeführt wird. In Österreich ist das Bundesforschungszentrum für Wald mit der Durchführung von Kontrollen von Importen aus dem EU-Ausland im Rahmen der EUTR beauftragt. Besonderes Augenmerk liegt auf Holzimporten aus Ländern, die Tropenholz exportieren. Grundlage für die Risikoanalyse sind die vom Betreiber vorgelegten Unterlagen. Im Durchschnitt schwankt der Zeitaufwand für Kontrollen von Marktteilnehmern zwischen 3 bis 4 Tagen und mehr als einer Woche. Eine der zeitintensivsten Aufgaben ist jedoch das Sammeln relevanter Informationen über den Forstsektor, Rechtsvorschriften, Risiken usw. sowie die stetige Aktualisierung dieser Informationen. In diesem Zusammenhang erweist sich die digitale Technologie des Internet als Kommunikationsmedium und Informationsquelle als eine essentielle Quelle.